Kennt ihr diese eine Reise, an die man sich immer wieder gerne zurückerinnert und die bei gemeinsamen Treffen auch nach langer Zeit immer noch für Gesprächsstoff sorgt? Die Reise, auf der alles neu und voller Abenteuer war. Ja, bei uns war es die Schottlandreise 2017. Es war die erste gemeinsame Reise, die ich zusammen mit Lisa und André gemacht habe. Den Führerschein hatten wir erst ein paar Monate. Somit fehlte uns auch die Fahrerfahrung. Und persönlich kannten wir uns kaum. Bei einem Treffen sprachen wir darüber, wohin wir gerne mal mit dem Motorrad reisen möchten. Schnell war klar, es sollte Schottland sein. Ein paar Monate später ging es los. Und von dieser für uns besonderen Reise möchte ich euch in diesem Video erzählen. Das Motorradabenteuer Schottland. Zu viel Gepäck und keine Ahnung. Als dieser Film entstanden ist, hatten wir YouTube gar nicht im Sinn. Und eigentlich war es auch gar nicht geplant, überhaupt Filmaufnahmen von dieser Reise zu machen. Wir besorgten uns aber trotzdem ein paar Actioncams. Es waren leider die billigsten. Also bitte entschuldigt, wenn die Fahraufnahmen manchmal ein bisschen wackelig sind. Nachdem ich das Gepäck auf meiner damaligen Suzuki VL800 verzurrt hatte, ging es erstmal zu unserem Treffpunkt an die Aral-Tankstelle in Bergkamen. Lisa und André waren schon da und die Vorfreude war groß. Noch ein kurzer Check des Gepäcks und dann endlich, die Reise konnte beginnen. Unsere erste Etappe führte uns von Bergkamen zum Hafen in Amsterdam. Die Fahrt nach Amsterdam verlief ohne Probleme und wir kamen ziemlich gut voran. Auf halber Strecke gönnten wir uns erstmal eine kurze Pause. Mal eben die Beine vertreten, ein Frikadellenbrötchen essen und ein Foto mit André machen. Nach der kurzen Pause dauerte es auch nicht mehr lange und wir erreichten unser erstes Etappenziel, den Hafen von Amsterdam. Und da stand sie auch schon, die DFDS-Fähre Princess Seaways. Der Kahn war dann doch um einiges größer, als wir vorher gedacht hatten. Das Einchecken verlief reibungslos. Das Schwierigste war, die Unterlagen und den Ausweis aus der Tasche zu fummeln und für die Ausweiskontrolle den Helm abzusetzen. Ja, sieht man, wie viel Gepäck wir da mit hatten, ne? Ja, ich weiß auch noch, was ich alles mit hatte. Das war so ein unnötiger Kram. Ich hatte ja eine zweite Kombi dabei und ja, ich weiß, ich hatte 4 Ausgeh-Outfits mit. 2 Jogger, Schlafanzüge ohne Ende. Also ich wäre auf alle Eventualitäten vorbereitet gewesen. Ich weiß noch, ich habe meine Sachen in einen Koffer gepackt, damit alles ordentlich ist. Und meinen Koffer in die Tasche noch reingesteckt. Und da hat Thomas mich nur ganz doof angeguckt, als wir im Hotel ankamen. Was ich krass fand, war, dass die Leute uns ja angesprochen haben und gefragt haben, wie viele Monate fahrt ihr überhaupt mit dem ganzen Gepäck? Wow, ihr fahrt ein halbes Jahr? Nee. Und wir so, ja, 5 Tage. Bevor wir in See stechen konnten, mussten noch die Motorräder auf die Fähre verladen werden. Davor hatten wir anfangs die größte Angst. Aber es war am Ende einfacher, als wir zunächst gedacht hatten. Einfach darauf achten, was die Ordner einem zeigen, der gelben Spur nach oben folgen, möglichst ohne Schalten und Bremsen. Tja, und das war's dann schon. Nachdem unsere Motorräder verzurrt waren, konnten wir endlich unsere Kabinen beziehen. Von der Größe her sind die Kabinen eher wie ein Wohnklo mit Schlafgelegenheit. Aber für eine Nacht und zum Frischmachen völlig ausreichend. Danach konnten wir den ersten Tag unserer Reise bei einem guten Essen und einem schönen Sonnenuntergang auf See ausklingen lassen. 1, 2, 3, let me see what you see. I just wanna understand what you see in me. And 4, 5, 6, am I complicating it? How could anybody love someone so damaged? And we don't always add up, but somehow we're always enough. 7, 8, 9, 10, baby, here we go again. If this is just a fraction of what lies ahead, then count me in, 'cause you know I'm loving this, I'm loving this. Der nächste Morgen. Gegen 9 Uhr hieß es dann Land in Sicht. Und dann dauerte es auch nicht mehr lange und die Fähre ging im Hafen von Newcastle
vor Anker. Alle Motorräder, die zuletzt vorwärts auf die Fähre gefahren waren, mussten nun auf Deck drehen und an einer anderen Stelle wieder hinunterfahren. Das war diesmal gar nicht so einfach. Vor allem, weil es auf Deck ziemlich eng ist, man so viel Gepäck dabei hat. Tja, und wenn dann die Beine noch ein bisschen zu kurz sind, wird es schwierig. Aber auch das haben wir hinbekommen. Die Einreisekontrolle durch den Zoll in Newcastle verlief eigentlich einfach und schnell. Außer für André. Alle Motorräder hatten das Hafengelände bereits verlassen, aber von André war weit und breit nichts zu sehen. Nach einer Stunde Warten in der prallen Sonne war André immer noch nicht in Sicht. Und dann, nach 1,5 Stunden, kam André endlich aus dem Tor gefahren. Und nun wussten wir auch, woran es gelegen hatte. Computerausfall. Als André an der Reihe war, ging plötzlich nichts mehr. Tja, aber nun waren wir endlich wieder zusammen und es konnte weitergehen. Auf zur zweiten Etappe von Newcastle zu unserem Hotel in Dunblane. An den ständigen Kreisverkehr und das Fahren auf der linken Straßenseite hatten wir uns schnell gewöhnt. Und nach weiteren 1,5 Stunden erreichten wir die Grenze von Schottland. Hier machten wir natürlich eine kurze Pause und einen Fotostopp. Danach ging es entlang der Küste weiter Richtung Norden. Slow my heart down, I can't seem to process you in that sundress. It's so scary, 'cause you are out of my league, and it's so obvious to everyone else. Kids keep staring, because they just can't believe that you are even gonna give me a chance. Wir haben es uns natürlich nicht nehmen lassen, schon am ersten Tag eine schottische Sehenswürdigkeit zu besichtigen. Tantallon Castle. Die Geschichte der Burg geht zurück bis in das Jahr 1358. 12 Jahre zuvor war William Douglas aus Frankreich nach Schottland zurückgekehrt und beanspruchte sein Erbe. Nachdem er seinen Onkel ermordete, wurde er zum unumstrittenen Oberhaupt des Hauses Douglas und machte sich 1358 zum ersten Earl of Douglas. Der Bau der Burg resultiert vermutlich aus seinem neu erworbenen Reichtum und Status. William starb 1384 und sein Erbe James starb bereits 1388 in der Schlacht von Otterburn. Und so ging es dann immer weiter mit Belagerungen und Schlachten. Die erneuerten Festungsanlagen wurden erst 1650 im Zuge des englischen Bürgerkriegs schwer beschädigt. Tantallon Castle wurde nach der erfolgreichen Belagerung als Ruine zurückgelassen und gelangte 1924 in Besitz des Staates und wird heute von Historic Scotland verwaltet. Nach der Besichtigung von Tantallon Castle ging es auf direktem Wege nach Dunblane. Dort endete dann auch der zweite Tag unserer Reise.
Nach einer ruhigen Nacht in unserem gemütlichen Hotel, dem Old Church House in Dunblane, ging es nun am dritten Tag weiter durch die Grampian Mountains und den Cairngorms National Park in Richtung Stonehaven. Far away. Every moment I was spending on regrets was such a waste, such a waste, such a waste. Looking on the city lights, flashing bright in my eyes. Look up to the sky and I got this relief inside. Then there's no need to hide. I'm going all the way up. Hier noch eine Info für zwischendurch. Die Fährüberfahrten hatten wir damals inklusive dem Hotel in Dunblane direkt bei DFDS gebucht. Von unserer Unterkunft machten wir dann unsere täglichen Ausflüge. Dabei vergaßen wir oft, dass wir dieselbe Strecke auch wieder zurück mussten. Und so waren unsere Tagestouren reich an zu fahrenden Kilometern und wir kamen oft erst nachts wieder zum Hotel. Aber irgendwie hat uns das gar nichts ausgemacht. Feeling like a stranger on a foreign land. Far away, far away, far away. Nachdem wir den Nationalpark erreichten, mussten wir natürlich erstmal einen Fotostop machen. Die Landschaft hier ist atemberaubend und hat uns gleich in ihren Bann gezogen. Straßen, soweit das Auge reicht. Hier kann man heute schon sehen, wenn morgen jemand zum Kaffee kommt. Der Nationalpark mit einer Größe von 3800 Quadratkilometern liegt in den zentralen Highlands und wird geprägt von Bergen der Grampian Mountains. Die wilde Landschaft mit ihren heidebewachsenen Bergen und den tiefschwarzen Seen, den unzugänglichen Mooren und grünen Wäldern formiert sich zu einer einzigartigen Naturkulisse. Weite Teile des Geländes sind verkehrstechnisch noch gar nicht erschlossen. Tja, und nach der kleinen Pause und dem Fotostop sollte es eigentlich wie folgt weitergehen. Hier sind wir jetzt mal einer Straße gefolgt, die im Video beschrieben wurde, die A93, Old Military Road. Und wie ihr sehen könnt, ist das wirklich schön. Aber jetzt fahren wir weiter. Weiter ging es jetzt erstmal noch lange nicht. Denn direkt vor unseren Augen gab es einen schweren Motorradunfall. Zum Glück ist nicht ganz so viel passiert. Die Maschine ist natürlich völlig hinüber und der Fahrer hat neben ein paar Schürfwunden die Schulter gebrochen. Jetzt dauerte es gut eine Stunde, bis der Krankenwagen kam. Und von der Polizei wollen wir gar nicht erst reden. Und während dieser ganzen Zeit regelten Lisa, André und ich den Verkehr. Die ganze Aktion kostete uns 3 Stunden unserer wertvollen Zeit. Dann ging es endlich weiter. Zunächst über die legendäre A93, durch den Nationalpark, über einsame Single-Track-Roads, grüne Wälder und Wiesen, bis hin zur Küste, zu unserem nächsten Ziel. Das war eine schreckliche Szene mit dem Motorradunfall, oder? Absolut. Weißt du noch, wie lange wir da gestanden haben? Waren Mehrere Stunden, oder? um die 3 Stunden war das. Da war ja 50 Kilometer in die eine Richtung, wo wir herkamen, war ja nichts. Und die nächsten 50 Kilometer war da auch nichts. Ja, das stimmt. Aber typisch deutsch, ne? Du warst auf der einen Ecke, hast den Verkehr geregelt, ich auf der anderen und Thomas mittendrin. Aber wir hatten nur eine Warnweste. Eine Warnweste, und da hat ja Thomas noch die Jacke von den Polizisten bekommen. Am späten Nachmittag erreichten wir dann unser nächstes Ziel, Dunnottar Castle. Die heute noch erkennbaren Gebäude auf der felsigen Landzunge stammen größtenteils aus dem 15. und 16. Jahrhundert. Allerdings wird vermutet, dass vor langer Zeit bereits eine festungsartige Anlage auf dieser Landzunge gestanden haben soll. Aufgrund seiner bedeutenden strategischen Lage spielte Dunnottar Castle eine wichtige Rolle in der schottischen Geschichte. Während der englischen Bürgerkriege wurden in Dunnottar Castle die schottischen Kronjuwelen vor den in Schottland einfallenden Truppen versteckt. Nach der Burgbesichtigung fuhren wir noch in den kleinen Fischerort Stonehaven. Danach ging es wieder zurück zum Hotel.
Gegen 0 Uhr endete dann dieser aufregende 3. Tag. Weil es ja an jedem Tag eine tolle Überraschung gab, fing dieser auch gleich damit an. Am Tag zuvor hatte ich eine Schraube am Luftfilter verloren. Dadurch zog das Motorrad nicht mehr richtig. Aber kein Problem, dann wird halt an anderer Stelle eine nicht benötigte Schraube herausgedreht und die fehlende ersetzt. Und schon funktioniert wieder alles. Na, dann konnte die Tour ja beginnen. Heute stand eine Insel auf dem Plan. Und so ging es von Dunblane zur Hafenstadt Oban und von dort aus mit der Fähre auf die Insel Mull. Baby, got yourself loose. I was mesmerized by your eyes. Keep me up every night. Bei unserem ersten Fotostop trafen wir auf diesen freundlichen schottischen Biker. Aber dazu kommen wir gleich noch. Der Fotostop war eine wirklich coole Location. Ein weites Tal mit einer einsamen Eisenbahnbrücke erinnert irgendwie an Harry Potter. Ach ja, und dann war da ja noch der freundliche schottische Biker. Er wartete geduldig, bis ich mit meinen Fotos fertig war und kam dann auf Biker-Art mit mir ins Gespräch. Er erzählte mir von weiteren tollen Fotostops und Strecken, von Biker-Treffs mit leckerem Kuchen und Kaffee sowie von Radarkontrollen der schottischen Polizei. Er erklärte alles ganz ausführlich, freundlich und völlig gelassen. Er erzählte und erzählte und erzählte und erzählte. Wirklich nette Menschen, diese Schotten. Er hat mir so viel erklärt und erzählt, dass ich auf dem Weg zum Motorrad die Hälfte vergessen hatte. Aber egal, die Tour für heute stand ja schon fest. Und so ging es erstmal weiter Richtung Oban. Eine Fähre zu den Inseln sollte man lieber im Voraus buchen. Denn als wir dem Hafenmeister erzählten, wo wir hinwollen, ohne gebucht zu haben, meinte dieser nur, aber weil die Schotten ja freundliche Menschen sind, haben wir noch einen Platz auf der Fähre bekommen. Ein paar Stunden später. Und so mussten wir warten, warten und warten. I'm gonna make it step by step. Lay with the leverage, play the best I can. I'm gonna bag it and send it through the furthest part there is, so it'll fade. A melody so sweet, it changed itself a stone for me until I saw it was happening inside. Others may question me, but they don't know what's best for me. I'm on my way to be happy. You won't be the last. You won't be the last. Einige Stunden später als geplant, konnten wir dann mit der Fähre auf die Insel Mull übersetzen. Eigentlich wollten wir an diesem Tag die ganze Insel umrunden. Das klappte aber nun aus Zeitgründen nicht mehr. Wir mussten also improvisieren. Für ein paar schöne Fotos wollten wir nun zu einer kleinen Bucht. Tja, aber das wollte unser Navi nicht. Er schickte uns ein und dieselbe Straße immer wieder rauf und runter und hin und her.
Zum Schluss haben wir die Bucht dann doch noch gefunden. Aber mehr wie 20 Minuten blieben uns nicht. Also schnell ein paar Fotos und dann zurück zur Fähre. Denn die wartet nicht auf uns. Running wild, nothing to lose. Do you remember the innocence of you? Butterflies in summer skin, lightning exploding through. Roller coasters in your veins. Do you remember the never-ending days? Every crush you ever had burned in your DNA. With a sparkle. Was für ein Tag. Selbst bei André sah es so aus, als wollte sein Kopfnavi ihn nur noch geradeaus führen. Aber was soll's. Es lief zwar nicht alles wie geplant, aber trotzdem war es wieder mal ein gelungener, schöner Tag mit einem tollen Abschluss. Und so fuhren wir im Sonnenuntergang zurück zum Hotel nach Dunblane. But he grabbed my wrist. The billboard was promoting someone I knew. But boy, I'm glad I'm not in his shoes. Cause I'm free, spirit forever. I am free, spirit forever. Der Freitag war ebenfalls ein gelungener Tag. Hier passte wieder alles. Bombenwetter, eine Wahnsinnslandschaft und eine ordentliche Portion Abenteuer. Denn heute bewegten wir uns auf den Spuren von James Bond. Und so ging es auf unserer 5. Route von Dunblane in die Glencoe Mountains und zum Glen Etive. In diesem Tal wurden übrigens einige Szenen zum Film Skyfall gedreht. I don't wanna work for anyone but me. That's my biggest plan. Forever being free. It's better to spend time with someone that you love. No looking back on life, cause you're free, spirit forever. Durch das Tal von Glen Etive führt eine ca. 20 Kilometer lange Singletrack Road, eingebettet in die Glencoe Mountains. Neben der schmalen Straße verläuft ein Fluss. Dieser ist natürlich ein idealer Spielplatz, nicht nur für Kinder. Also nutzten wir auch hier erstmal die Gelegenheit zum Spielen und Fotos machen. Nach der kleinen Erfrischung am Fluss machten wir uns weiter auf die Suche nach genau dieser Stelle. Hier stand James Bond im Film Skyfall und zeigte M, wo er aufgewachsen ist. Nachdem wir das Tal durchquert hatten, war es erstmal Zeit für eine längere Pause. Und welcher Platz wäre da nicht besser geeignet als eine gemütliche Stelle am Fluss? Wo war das jetzt nochmal? In Etive, oder? Ja, genau. Da am Ende der Straße, da haben wir uns ein schattiges Plätzchen gesucht. Da war ja mal in Schottland über 30 Grad. Stimmt.
Wir haben unsere Mittagspause gemacht. Haben wir noch die Getränke gekühlt. Was haben wir gegessen? Ja, Thunfisch mit Toastbrot. Stimmt. Da war die Welt noch in Ordnung. Ja, so einfaches Essen, ne? Würde man zu Hause gar nicht so zu sich nehmen. Aber da waren wir eigentlich glücklich. Da waren wir richtig glücklich. It's all coming back to me. I should have stayed in the light. It's all coming back to me. I never walked from a flame. It's all coming back to me. It was you I was looking for. It's all coming back. Nach unserem Mittagessen, bestehend aus Thunfisch, Toast und Wasser, machten wir uns so langsam wieder auf den Heimweg. Bevor es aber zurück auf die Hauptstraße ging, versperrten uns noch ein paar Hirsche den Weg. Tell you something, don't feel right, baby. I'll be doing all that we can. It's not making sense to me. Zu guter Letzt machten wir noch eine kleine Rast am Loch Lomond. Dann ging leider auch dieser Tag zu Ende. Der letzte Tag unserer ersten gemeinsamen Reise. Am Samstagmorgen hieß es dann Abschied nehmen von Schottland. Gleich nach dem Frühstück machten wir uns auf in Richtung Newcastle. Auf der Rücktour zum Hafen fing es nochmal ordentlich an zu regnen. Aber das war in Ordnung. Dafür hatten wir die ganze Woche in Schottland tolles Wetter. Auf dem Hafengelände von Newcastle warteten mit uns bereits hunderte Motorradfahrer darauf, wieder an Bord gehen zu können. Bevor wir dann unsere Heimreise genießen konnten, musste natürlich wieder alles verstaut und verzurrt werden. Diesmal waren wir aber wesentlich entspannter als auf der Hinreise. An diesem Tag hatten wir alle Zeit der Welt und konnten alles in Ruhe erledigen. Calling out for you. Yeah, they never wanna treat like you to wear me out. Hold on to the fire till it burns you to the ground. Are you famous? An Bord gönnten wir uns dann noch ein leckeres Steak im Restaurant und ein Whisky-Tasting. Danach ließen wir den Tag in Ruhe ausklingen und erinnerten uns an eine schöne Reise. Mountain will crumble down and it will make you feel alone. I'll disregard you in the summer. I'm not calling out for you. Das war unsere Schottland-Motorradreise 2017. In dieser einen Woche haben wir so viel zusammen erlebt, dass wir bereits süchtig geworden sind. Und deshalb sollte es dann auch irgendwann eine zweite Reise nach Schottland geben.